Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Discourse. Wir sprechen heute über Stickmagie und darüber, was unser Verhalten in den sozialen Medien mit Ameisenkolonien und Termitenhügeln gemeinsam hat. Bevor wir uns mit dieser Frage befassen, machen wir aber zunächst einen kurzen Exkurs in die Geschichte der Insektenforschung. Der Begriff Stickmagie wurde im Jahr 1959 vom französischen Biologen Pierre-Paul Grasset geprägt. Er setzt sich aus den griechischen Wörtern Stigma, was Zeichen oder Spur bedeutet, und Ergon, was Arbeit oder Handlung bedeutet, zusammen. Die Frage, die Grasset seinerzeit umtrieb, war, wie Termiten ohne Fähigkeiten zur direkten Kommunikation und zentralen Organisation in der Lage sind, komplexe soziale Systeme zu formen und beeindruckende architektonische Leistungen zu vollbringen. Die Theorie der Stickmagie beruht auf der Annahme, dass soziale Insekten wie Bienen, Ameisen oder Termiten durch Spuren, die sie in ihrer Umwelt hinterlassen, miteinander kommunizieren und sich so organisieren. Am Beispiel eines Termitenhügels lässt sich dieser Prozess wie folgt erklären. Zu Beginn des Baus sammeln einzelne Arbeiter-Termiten kleine Erdpartikel, die sie zufällig irgendwo absetzen. Dabei hinterlässt jede Termite eine Pheromonspur, die andere Termiten dazu anregt, ihr Baumaterial an derselben Stelle abzulegen. Je mehr Termiten ihr Baumaterial an derselben Stelle ablegen, desto stärker wird auch die Pheromonspur, wodurch weitere Arbeiter angelockt werden. Gleichzeitig verflüchtigen sich die Pheromonspuren anderer Baustellen, da diese von immer weniger Termiten angesteuert werden. Dieses Zusammenspiel von positivem und negativem Umweltfeedback ermöglicht ein hocheffizientes, dezentralisiertes Organisationssystem, das den individuellen Fähigkeiten weit überlegen ist. Man stelle sich vor, wir Menschen würden ein komplexes Bauwerk errichten, ohne dabei auf Messungen, Baupläne oder irgendwelche Organisationsstrukturen zurückzugreifen, ja nicht einmal eine Vorstellung davon zu haben, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Ein Schelm, wer glaubt, dass dies in Anbetracht so mancher Dauerbaustelle ein Versuch wert sein könnte. Insgesamt ist es jedoch eher undenkbar. Und doch begegnet uns Stickmagie in unserem Alltag häufiger, als wir vielleicht denken. Fahren wir beispielsweise auf einen Stau zu und bemerken, dass andere Fahrer vor uns auf eine Landstraße ausweichen, ist es wahrscheinlich, dass auch wir dieser Route folgen, ohne dass wir dabei direkt miteinander kommunizieren oder es einer zentralen Organisation bedürfte. Auch Bewertungssysteme, etwa beim Online-Shopping, folgen stickmergischen Prinzipien, da Nutzerinnen und Nutzer durch ihre Bewertungen digitale Spuren hinterlassen, die das Verhalten zukünftiger Personen beeinflussen. Ähnlich wie bei den Termitenhügeln führt dies dazu, dass sich gewisse Angebote durchsetzen, während andere vom Markt verschwinden. In vielerlei Hinsicht ist selbst die heutige Sendung ein Produkt stickmergischer Prinzipien. Hätten die Ideen von Grasset seinerzeit keinen Anklang gefunden, wären sie vermutlich wie eine sich nicht länger verstärkende Pheromonspur im Laufe der Zeit verblasst. Tatsächlich aber wurde das Konzept der Stickmagie von zukünftigen Wissenschaftsgenerationen aufgegriffen und sogar über die Grenzen der Biologie hinaus weiterentwickelt. Ein Beispiel hierfür liefert ein aktuelles Forschungsprojekt meiner Kollegin Dr. Megan Wine, Wissenschaftlerin am Psychologischen Institut der Universität Limerick in Irland. In dem Projekt geht es um die Frage, inwieweit sich stickmergische Prinzipien auf die indirekte Kommunikation zwischen Nutzerinnen und Nutzern in den sozialen Medien anwenden lassen. Ich habe mit Megan gesprochen, um mehr darüber zu erfahren. Hi, Megan. Hi, Adrian. Good to see you. Thank you so much for your time. Thanks for having me. We're talking today about Stickmagy, and we're particularly interested how Stickmagy manifests in human online systems. And I just wanted to ask you whether you could explain to us what are forms of digital pheromone trails on social media platforms like TikTok or Instagram. Absolutely. Yeah, I think the best allegory for the ant trails on social media are metrics of engagement that we have on different platforms like likes, reactions, or comments even. And this depends on the platform and whatever feature is being used. But the important thing is that they should be publicly visible so that they can be kind of stumbled upon by social media users, just like an ant might stumble upon a pheromone trail. What makes these stigmergic is that this visible trace in the online environment becomes stronger with higher quantities. And then it can influence the behavior of other social media users. You know, like humans are fundamentally social, and
through being able to read this kind of information from the stigmergic traces, they can kind of assess what are people like me doing online, or what are people who are not like me doing online. And that might lead them to follow the pattern, leave similar traces, or resist the pattern or ignore what's being left. And so it can influence future behavior online. Interesting. You mean there's some inherent bias in how we process information. So it's not just the quantity, how many likes something receives, but also like who is leaving these traces. Yeah, for sure. I think that's all information that's like encoded in these traces that we can see. So it's like, who left that comment? Am I like them? Is that someone that I want to be like? Or is it someone who's very different to me? And that influences us, because that's why social media is so successful, right? Like our identities are so important to us, and the groups that we're a member of are so important to us. So social media allows us to connect into those communities, perform those identities in the online space. So would you say that these traces that are left, especially by people who we kind of sympathize with for whatever reason, that this can also explain like what goes viral, hypes or hashtag movements or things like that? Yeah, definitely. I think the whole thing about stigmergy is that it's these small actions lead to system level change. So the individual ant or the individual social media user doesn't have a picture that they're contributing to this broader system. They're just liking a comment or following a trace. But in the aggregate, it leads to this kind of emergent identities and practices that then can feed into social movements that have real effects. And I think algorithms are really key in driving this link between stigmergy and social media trends, because algorithms use the stigmergic traces to assess like the level of engagement with a particular post. And it's really important to say, like, within all of this, like the online environments, they're created for profit and they're optimized for engagement. And so algorithms facilitate this. Because if the content is promoted, of course, more people are likely to see the content, they're more likely to engage with it, leave more stigmergic traces, and so on and so forth. That's very interesting. So it's not only us creating this social system, but it interacts with the monetary interests of platform providers. If we talk about algorithms, we often think of algorithms as platform properties that increase also undesirable dynamics like polarization, etc. How would you see this relationship that we prefer certain content from people that are similar to us in combination with platform algorithms that might reinforce certain content? We know that people are more likely to engage with content when it's aligned with people's identities and opinions. If the algorithm works, it presents you with more and more content that's in line with your opinions and your identities, and it can lead to opinions becoming more extreme, perhaps, stronger identification with a particular group. And I think it really works to this idea that, everyone thinks the same as me. You're getting to see a lot of information from people in your in-group. You're not seeing what the other side really thinks. You're seeing extreme examples maybe of what the other side are saying, but there's no nuance or really connection with people who have different opinions. So absolutely, I think polarization really gets produced from those kind of processes coming together. All right. Thank you so much for your time and for all these interesting insights. Betrachtet man das Verhalten auf den sozialen Medien einmal aus der Vogelperspektive, wirkt es mitunter tatsächlich wie ein großer Ameisenhaufen. Virale Inhalte, egal ob in Form von Nachrichten, Hashtags, Foodtrends oder Kung-Fu-Katzen, bilden dabei die Ameisenstraßen, die definieren, welcher Content gerade trendet. In unserem Gespräch betont Megan aber auch die qualitative Komponente von Stigmergy. So folgen Menschen nicht jeder digitalen Pheromonspur gleichermaßen, sondern bevorzugen Inhalte, die sie interessieren und gleichzeitig mit Personen, die ihnen ähneln, verbinden. Dies erklärt zum einen, warum sich viele Trends nur innerhalb bestimmter Gruppen von Social-Media-Nutzerinnen und Nutzern durchsetzen. Auf abstrakterer Ebene liefert es aber auch eine Erklärung dafür, warum sich die Vorlieben von unzähligen Nutzerinnen und Nutzern in bestimmten Gruppen durch indirekte Kommunikationsformen wie Likes oder Shares angleichen. Plattformalgorithmen wirken dabei wie Umwelteinflüsse in der Natur, die bestimmte Pheromonspuren verstärken oder abschwächen.
Da viele Algorithmen das Ziel verfolgen, Interaktion zu provozieren, besteht dabei die Gefahr, dass beispielsweise hoch emotionalisierte oder polarisierende Inhalte künstlich verstärkt werden. Anders als Ameisen oder Termiten können wir Menschen unser Handeln glücklicherweise reflektieren, was uns bei unseren Entscheidungen, egal ob in der physischen oder digitalen Welt, einen entscheidenden Vorteil verschafft. Mit dem im Hinterkopf verabschiede ich mich für heute, sage Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge von Digital Discourse.